Mitnehmen? Es ist aber romantisch. Darf ich das auch mitnehmen? Das ist aber noch mehr romantisch. Lukas Geld. Okay. Er hat verlangt schon mehr. Hey, kleinen Loser. So. Optional bestätige Berties Alibi. Ah, okay. Nö. Ach, guck mal einer an. What can I do you for? Ich möchte dir ein paar Fragen zu Bertie Holcomb stellen. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Ich bin freischaffende Inspektorin, die im Tor von einer ermittelt. Ich glaube nicht, dass das hier in einem Zuständigkeitsbereich liegt. Was lässt sich annehmen, dass ich ein Sheriff bin? Ich bin nur eine Frau auf der Suche nach Antworten. Because you talk like one. I'd like to ask you some questions. No one says that outside of the serials. Doch. Ich bin nicht hier, um dich in Schwierigkeiten zu bringen. Ich will nur reden. Es beantwortet nicht meine verdammte Frage. All right, fine. Yeah, I know Birdie. So what? Ich habe gehört, du hättest Bertie ein paar Atemübungen beigebracht. War Bertie am Abend von Herzens Tod bei dir? Woher kennst du Bertie? Ja. You may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantis or essence here, a little vitamin B negative there. Nah. What Birdie's got is a stress problem. He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Was meinst du mit Wurfball macht Dinge mit deinem Kopf? Come on. Birdie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. Yeah. Damn shame about that. Birdie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Gilbert, du hättest Bertie ein paar Atemübungen beigebracht. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. Okay, das war's. Gut. Dann erstatten wir dem doch Bericht. Dem Arschgesicht. Nö, dann machen wir für das noch. Dann können wir gleich alles abschließen. Die-du-da-du-di-di-di-da-du-da. Robokacken ins Klo, wär wunderbar. Robokacken hier, Robokacken da. Robokacken auch ins Katzenklo, das ist doch wunderbar. Yay, Katzenklo, mach die Roboter so froh. Yeah, wuhu. Alles gut? Okay. Kommen Sie. Oh, braucht immer so ewig. Jetzt mache ich Danas. Dann gehen wir raus aus. Und dann schauen wir mal los aus. So, los. Hallo? Da ist es, ja. Ja. Ach so, stimmt. Die war ja... Jetzt weiß ich es wieder in meiner Ding da drin. Ja. Mehr ihr Schafe. Mehr ihr... Schafe, bleibe treu eurer Rasse. Dann haben wir das wahrscheinlich auch bald demnächst durch. Vielleicht sogar in der Folge. Who knows? So. Das war die... Ne, mit der wollte ich mal Alia Mason, weil ich quatsche. Welcome back. I hope Ja, deine Mama. Was kannst du mir über das Retreat erzählen? Ah, ja. If you felt imbalanced and unproductive, linger in your malaise no longer. We have all the amenities and practices for calming the ill humors strangling your potential.
Sit for hours in our sweat house and sweat them out. Or stand amidst burning coals and feel your productive inhibitions burn away. And remember, think positive. Positivity equals productivity equals profitability. Kennst du die Prophetin gut, Schnecke? Of course. I've been studying under her for years. I know each of her techniques more or less by heart, and even have some variations of my own, such as the quintuple daily stomach purges. She's promised me that I'd be allowed to open my own branch of the retreat someday soon. Of course, I've been waiting on someday soon for coming up on 4 years now. I'm sure it's gonna happen anytime now. Für eine positive Jüngerin klingst du aber nicht sehr begeistert. Oh, terribly sorry if I gave you that impression. I had a cramp. It's better now. I mean, it might be nice if I had a little inclination of whether the prophet appreciated all the cooking and cleaning and hours of meditation I do on a daily basis. But whatever she thinks isn't for me to question. I'll do my best to be more chipper. Ich wurde eingeheuert, um den Mord an Halcyon Helen zu untersuchen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Oh my. Yes, this is important enough for me to delay my bi-hourly self-flagellation. Ask away. Warum hast du Blähungen gehabt? Die Prophetin hatte irgendeine Art von Zerwürfnis mit Halcyon Helen. Richtig? Hast du jetzt sollte irgendwas Merkwürdiges an Retreat bemerkt? Wo warst du zum Zeitpunkt des Mordes? Wir fangen mal damit an. Well, by and large, no. But something rather odd did happen regarding the prophet recently. A few hours after our high-profile visitor arrived a couple of days ago, the prophet asked me to take over sessions for the remainder of the day. At first, I was excited. Thought it was my chance to show her what I could do in charge. But then I saw that she was deeply worried about something. No one saw her until the next day. Yes, the circumstances there are quite unfortunate. For a time, the prophet was completely despondent. Even the hot coal walks weren't buoying her spirits as they usually do. However, we recently had a high-profile visitor whose presence seemed to alleviate whatever the prophet's fears were. Wer war es? I'm actually not entirely certain. It was a surreptitious visit that stood out because it was surreptitious. Whoever it was must have paid the prophet quite a lot to keep things quiet. At least that's the only reason I can think of for intentionally keeping things so hush-hush. Wo warst du zum Zeitpunkt des Mordes? I was here, at the retreat in the company of the other disciples and clients. I rarely have more than a few minutes of alone time. Which is fine, of course. I do what I do in the service of the prophet. Who will, I'm sure, reward me for my sacrifice. Eventually. Das war's erstmal morgen. Certainly. Wer bist du? Ah, unbekannter Jünger 5000. Bäh, die stinkt. Oh, Gebäude. Kann ich nicht rein. Verkaufsautomaten. Gucken wir doch mal. Kaufen wir mal. So. Schwere Munition. Verkaufen. Haben wir Moch. Haben wir Kleidung. Aber nicht. Verkaufen wir mal. Auch weg. Auch weg. Nee, kann weg. Kann auch weg. So ein Schiff würde ich fast mal lassen. Okay. Passt.
Wunderbar. Nachrichten anzeigen von Bellamy Roof. Prophetin. Ich habe mit meiner Agenten gesprochen und sie haben mir berichtet, dass meine Aussagen über deine Seminare, spezifischer diese nicht zu besuchen, auf deiner Seite zu einem Verdienst aus auf jeden Fall 30% über die nächsten 3 Monate zuzüglich weitere Verluste in der Zukunft geführt haben. Als ich angab, kein besonderes Interesse an einer Teilnahme zu haben, war mir nicht bewusst, dass ich dir damit eines derart herben Schlag versetze. Ich schätze, das sind eben die Tücken des Ruhms. Alle lauschen deinen Worten ein wenig zu ergeben. Ich hoffe, sofern du Platz dafür hast, noch heute an einer deiner Sitzungen teilzunehmen und so eine Akt der Wiedergutmachung zu leisten. Ich weiß, diese Ankündigung ist sehr kurzfristig, aber ich hoffe, es bereitet dir nicht zu viel unnötige Mühen, mich in deiner Kurse und runterzubringen. Ruth Bellamy. Okay, und von Ridcar Lee. Hey Prophetin, hier ist Ridcar. Oder Whitehaker? Wie auch immer. Ich wollte dich fragen, ob die Kräutermischung, die ich dir geschickt habe, für dich funktioniert hat. Ich war zuerst skeptisch, sie zu Meditationszwecken einzusetzen, aber ich meine, was weiß ich schon von Produktivität? Vergiss aber nicht, was ich dir gesagt habe. Schneide die Kräuter nicht asymmetrisch, das schadet der Textur. Lass sie nicht in der Sonne liegen und bei der Macht des Gesetzes sieh zu, dass du den Rauch in kleinen Dosen verabreichst. Du möchtest ja wirklich nicht, dass am Ende noch jemand ins Koma fällt oder noch Schlimmeres stirbt. Den ergebenen TeilnehmerInnen, Prophetin. Ich und die anderen TeilnehmerInnen deines Kurses Transzendentale Profitsteigerung haben uns zusammengesetzt und wir sind uns alle einig, deine Seminare sind einfach erste Klasse. Seit wir gemeinsam deine Seminare besucht haben, haben wir alle eine Profitsteigerung von 0,5% in unseren jeweiligen Unternehmen beobachten können. Sicher, wenn man den Preis der Materialien, die Liefer- und andere Kosten in Betracht zieht, sind es vermutlich eher 0,1%, aber eine Profitsteigerung ist eine Profitsteigerung. Wenn du jemals in Grand Colony vorbeischaust, musst du uns gestatten, dir ein paar Drinks auszugeben. Dank dir haben wir schließlich alle die Bits dafür. Aha. Wer bist du? Und jetzt so ein PC 700. Okay. Ist ja mal weird hier. The prophet says to purge the mind of truth, that her truth is the only truth. Facts serve no purpose. Da ist ein Psycho vorbeigelaufen und macht ja die ganze Zeit seine Runden. Was? Bußfertiger Jünger. By imagining wealth, I She can said evoke I must prosperity burn out away of the the old me. universe. Ja, ist ja doch alle dicht, Alter. Lacksoffer. Wie könnte das noch passieren? Was für eine Grausamkeit. Ja, dann gehen wir doch mal zu der Tante rein. Ja, ich hab da aber so ein Gefühl, wenn es da schon so Rauch gab und Scheiß. Na, das macht sie jetzt schon verdächtig. Na, Kiffi, Oma. Fruitful and productive welcome, sister. I had a feeling you would visit me. I offer a wide variety of productivity seminars. I hope you'll consider taking one. But I should remember my manners. To what do I owe the pleasure of the Special Inspector's arrival? Woher wusstest du, dass ich eine Inspektorin bin? Ein schickes kleines Zeltlager hast du hier. Und wo indoktrinierst du deine Schäfchen? Ich ermittle im Mordherzenheilen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, Inspektorin. Ich mache hier nur Urlaub. Ganz normal, was irgendjemand anderes behauptet. Ganz egal, was jemand anderes behauptet. We indoctrinate people in the back. Oh, wait. That was a jibe, wasn't it? With that said, I'd love to involve you in one of my productivity seminars. We should clear you of all those nasty, nasty humors hampering your potential. Hat er jetzt nicht gesagt, du bist eine Schwindlerin? Weißt du, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein Potenzial in letzter Zeit ein wenig erstickt ist. Was hast du im Angebot? Tut mir leid, Prophetin, aber dafür reicht die Zeit leider nicht. Ich habe den Mord aufzuklären. Säfte? Ich verstehe nicht. Wenn ich wollte, dass mir jemand Spreadöl andreht, würde ich eine Spreadwurst verkaufen. Verschwende nicht meine Zeit. Yes, I understand the pressure of one's employment all too well.
We've lately been looking into more ways to bolster the retreat stock of bits. But you needn't worry about how this little conversation is affecting my livelihood, sister. Please, take your time. I'm delighted to extend my desire to aid you, sister. How might I assist? Bitte antworte aufrichtig. Jemand hat mir berichtet, du hättest ein menschenförmiges Bündel aus deiner Jurte geschleift. Du hast gesagt, du hättest mit vor Helens Tod keinen Kontakt zu ihr gehabt. Richtig, ich bin deinen Spuren gefolgt bis zu diesem Punkt, wo du diese Wildnis abgeladen hast. Oh, really? What did you find there? What did I dump? Ist auch nichts, aber den obersten Folge würde ich auf einen Menschen wetten. Beim Prophetin hast du auf jeden Fall ein paar ganz schön schlechte Entscheidungen getroffen. Jetzt gesteh schon. That all sounds like hearsay, sister. Perhaps your humors are off balance and confusing your sense of justice. Perhaps you could use a seminar. Aha, jemand hat mir berichtet, du hättest den menschenförmigen Bündel aus deiner Jurte geschleift. Who said that? I'll be sure to give them a special seminar on not needlessly implicating the person who puts food on their table. It was a bundle of clothing, sister. Even productivity geniuses need to do laundry from time to time. Weißt du, es ist nicht einfach, Blut aus Kleidung rauszubekommen. Und jetzt antworte mir. Ich demonstriere. Yes. I suppose the more quickly we get off this subject, the better. I had a visitor, yes. But as it turned out, some of my productivity techniques were too much for them. I had to drag them out by hand. But their peers came and collected them shortly thereafter. I'm sure whichever attendee it was is perfectly safe now. Und du hast gesagt, du hast keinen Kontakt zu ihr gehabt, richtig? Yes, that's correct. She made it clear that my seminars were of no interest to her. Ich habe eine Nachricht auf einem Terminal über die Teilnahme an einer Sitzung gesehen. Wirklich? Also hat sie dir auch nicht geschrieben oder etwas in der Art? Well, I suppose that does complicate things. Whatever the case, I didn't care to mention Helen's change in decision because she never showed up. I don't see how it matters. Oh? I'm surprised. I wouldn't think the two of us would have much to discuss about her. We may have had some terse interactions before her death, which I most certainly regret. But beyond those, well, never mind. What would you care to know? Wie ich gehört habe, Helen und du nicht gut aufeinander zu sprechen. Hattest du Kontakt zu Helen, nachdem du das Grand Canyon verlassen hast? Wo warst du zum Zeitpunkt von Helens Ermordung? Hier. Machen wir schon das? Machen wir schon das. I wouldn't necessarily say that. The media tends to exaggerate. I will admit that her remarks about my seminars were rather unfortunate. However, I certainly wouldn't sharpen any sabers over it, if that's what you mean to imply. I only do that when my clients skimp on their bills. I did not. She had no interest in my seminars, and I had no interest in attempting to convert a stubborn actress. Why would I have had any cause to engage with her further? Ich habe den Terminal gelesen. Ich würde es mir an deiner Stelle gut überlegen, mich nochmal zu belügen. Bist du sicher, dass du keine Nachrichten versendet hast, die das Gegenteil beweisen? Lügen bekommt der Nicht-Prophetin. Das ist natürlich das. Well, I suppose that does complicate things. Whatever the case, I didn't care to mention Helen's change in decision because she never showed up. I don't see how it matters. Yes. What? And
Why? In fact, I hope. Na, das war's. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis suggests this to be a variety of herbs. Herbs have been uniformly treated with a pungent chemical mix. Warning: ingesting, smoking, or inserting non-corporation sanctioned substances into your ears may be harmful to your health. Wenn man die anzündet, bekommt man ziemlich giftigen Rauch. Side effects from extended exposure include dizziness, nausea, and unconsciousness. Additional likelihood of organ shutdown and/or death. Diskrepanzverstärker würden diese Kräuter am wahrscheinlichsten verwendet. Prior analysis suggests these herbs reach peak effectiveness when users burn them and inhale the resulting smoke. Whether or not this increased effectiveness is good for an afflicted individual has yet to be determined. Kannst du die Chemikalien mit diesen Kräutern behandelt wurden analysieren? Analyzing. Complete. Substance appears to be a mix of industrial solvents and various essential oils. Substances include woolly cow dander remover, sprat oil, and starship surface wax. Ich speichere mal kurz, bevor ich die... Ach, kann ich jetzt nochmal. So, Mogele. Du hast ein Welcome Problem. back, sister. I'm delighted to extend my desire to aid you, sister. How might I assist? Du hast ein paar interessante Kräuter hier. I'm pleased that you noticed. Excellent eye, sister. The compound they're treated with is my own invention, designed to unlock an individual's true productive potential when burned. I can't say any more. Trade secrets, you know. Es ist ein giftig, es ist ein giftig genug, um unter gewissen Umständen tödlich zu sein. Clever work, Inspector. It seems even I can't slide my way out of the trap you've so intricately weaved. I admit it. I killed Helen. By mistake. Helen changed her mind and wanted to attend one of my sessions. I, knowing the importance of the seminar, desired to truly galvanize her, though not to stop her heart. So when it came time, I chose to double Helen's dosage of productivity-enhancing herbs. I left her to meditate, and when I returned, she was dead. After that, I entered a less than coherent state. One of my disciples, it seems, witnessed me as I dragged Helen's body out into the wilderness. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt auf die Leiche geschossen? Wildnis, du hast die Leiche nicht in Grand Canyon gebracht? Do you jest? The guests at the Colonial eat no shortage of strange things, but I think corpses are perhaps too strange. The creatures of the wilderness are much less picky. Besides, the hotel is ridiculously far. I couldn't have made it all that way without someone realizing I was dragging a corpse. I'm no medical professional, but that certainly seemed the case. Usually my customers at least writhe or mumble after a session. My productivity-enhancing herbs typically do induce sluggishness, but I suppose they must have been enough to do her in, if her constitution was truly that weak. Weißt du, ich glaube nicht, dass du irgendjemanden getötet hast und sicher nicht Helen. Laws, no. I hate guns. If I ever wanted to kill someone on purpose, I would have used a blunt weapon. Nothing quite like clubbing someone over the head. Das klingt alles ein bisschen seltsam, aber es scheint tatsächlich, als hättest du...
Ich bin Überleger. Haben wir gespeichert. What? Is this some kind of joke? You're an inspector. It's your job to arrest me, isn't it? Helens Leiche wurde im Keller gefunden. Sie wurde dort getötet. Hör zu, wenn Helens Leiche nicht dort lag, wo du sie gelassen hast, dann muss sie aufgewacht und gegangen sein. Das Einzige, was du getan hast, ist hochgradig fahrlässig zu verhalten. Ja. No. Someone must have moved it after I killed her. One of my business rivals, waiting for me to fall into a false sense of security so they can strike. Helens Leiche wurde im Keller gefunden. Sie wurde dort getötet. I don't believe you. I think this is all a trick. You're trying to catch me in a lie. Get me to reveal my productivity secrets. Hä? No. You can't trick me. I finally discovered what's happening. You've been paid off. Someone else learned that I killed Helen and is going to use that information to blackmail me. You think I'm going to let this injustice happen? Ha! Tell the constable that I killed Helen. It's 1,000 times less miserable than whatever my enemies have planned. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Ich werde jetzt weder den Hilfsgendarm noch irgendwen sonst dazu bringen, dich unrechtmäßig einsperren zu lassen. Die Gendarmin ist tot, aber wenn du unbedingt eingesperrt werden willst, kann ich das sicher arrangieren. Du willst in den Knast? Ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher, ob ich für diesen Job gut genug bezahle. Ich werde aus dir einfach nicht schlau. Ich muss erstmal überlegen, ob ich dich verhaften soll. Ich denke, nun getötet hast oder nicht, ich schätze, dich einzusperren wäre die sicherste Lösung. Yes. One step ahead as always, shadowy corporate figures. You'll never get my secrets. Never. Ah, the sweet safety of imprisonment. I'll no longer have to put up with... Die dreht ein bisschen durch, die Alte. Jetzt ist natürlich die Frage gekommen, wer hat sie getötet? Das heißt, sie wurde von ihrem Grunde vergiftet, sie wurde bewusstlos, aber... Nee. Schnauze. War das in der Lobby? Ja. Wo ging es jetzt nochmal hoch da drüben? Wir müssen noch mit dem Doc reden. Hallo. Inspector. What? Sorry, this mask. Sometimes I can't hear correctly. It almost sounded like you said Maria Keene was dead. Maria's been killed. I don't understand. How? Who did this? Sie wurde im Kaliumchlorid vergiftet. Weißt du etwas darüber? Wahrscheinlich die gleiche Person, die getötet hat. Rather harmless on its own. Common ingredient in medicine, but it can have a lethal application. Potassium chloride, when delivered in a cocktail of neurotoxin and paralytic, leads to cardiac arrest. Oh, merciful law. I'm so sorry, Maria. Maria and I were frequently at loggerheads. We disagreed on practically everything. It didn't help that I'm on Mr. Kincannon's payroll and Maria is a Rizzo's loyalist. Was a Rizzo's loyalist. Apologies, Inspector. I don't have the heart to continue talking at the moment. Thank you for your time. Ich will da runter auf schnellem Weg. Ja, da geht's. Dann gehen wir dem doch mal Bericht erstatten. Luise.
Ja, deine Mama. Aha. So, Schatzi. Inspector, I've just received word that Constable Keene is dead. Please tell me it isn't true. Doch. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keene. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. War sie dir wichtig? Ich habe Terminal geprüft. Warum hast du dich an Bourbon 301 zu schaffen gemacht? Why were you going through Maria's terminal? Die war tot. Weil ich die Gesetze verdammt Vektoren bin. Jetzt beantworte meine Frage. Wahrnehmung offensichtlich beunruhigt dich das. Darüber werden wir uns einmal... nee. Was there anything else? Es ist mir gelungen, Black Holes Birdie zu finden. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Unglücklich und verdächtig, es sieht nicht sehr gut aus für Birdie. Birdie ist ein ziemlich wilder Kerl, aber er ist harmlos. Er tut mir gleich ein wenig leid. Selbst wenn er Helen nicht getötet hat, hat Birdie ein paar echt unbesonnene Dinge getan. Oh, dear Law. Please tell me there wasn't another woolly cow involved. Okay, du weißt also von der Kuh. Birdie nimmt keine konzerngenehmigten Leistungsverstärker. Stattdessen besorgt er sich illegale Lebensmittel von einem Dealer. Er hat Konzerneigentum beschädigt, als er ein Picknick zerstört hat. Yes, I know about the woolly cow. Constable Keene had Bertie's teammates arrested for unauthorized inebriation of livestock. Bertie himself was nowhere to be found during the incident. Ironically, if Keene had arrested him, he'd have the perfect alibi. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Es sieht zumindest aus, nein, das glaube ich nicht. Was spielt das für eine Rolle? Verhafte ihn einfach. Es ist möglich, ich gehe immer noch allen Spuren nach. Ja, denke ich eher gerade. Bei ihm gerade. Understood. I appreciate your candor. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Birdie sollte zu seiner eigenen Sicherheit eingesperrt werden. I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. I'll make my report of your investigation into Bertie. Do you have anything else for me? Ist für Helens Vergiftung abgeschlossen? Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Der Giftmischer war niemand anders als Owens, der ehemalige Hotelpage. Oh, I am disappointed. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired. I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer remains at large. Ich weiß jetzt... ja. Ms. Leva earned that title, but not for the reasons you'd expect. The profit business has been profitable for the hotel. Not so much for Ms. Leva's followers. So, tell me, what did you find? Sie möchte wirklich dringend verhaftet werden. Ich denke, sie ist eine Betrügerin. Ms. Leva's techniques have no basis in modern science, but she makes bits hand over fist. If that makes her a fraud, then she's only as fraudulent as our corporate leaders. Does the Prophet strike you as a reasonable candidate for Helen's murderer? Vielleicht sie muss in Gewahrsam genommen werden, bis Ermittlung abgeschlossen ist. Ich habe mich noch nicht festgelegt, aber nein, ich bezeuge, dass sie war eine geeignete Kandidatin. Sie hat entweder getan oder eben nicht. Arresting the Prophet could spell the end of her career. But that's a sacrifice I'm willing to make.
Thank you for the update, Inspector. I'll include everything you've told me in my official report. Ich habe Cedric auf den Zahn gefühlt. Closely, I trust. Tell me what you found. Ich muss wieder enttäuschen, er hat ein Alibi. Cedric ist einfach aalglatt. Ich habe nichts Handfestes für einen Verdacht. Ja. Smart. Nothing Cedric says in his defense can be taken in good faith. With that in mind, do you think Cedric was responsible for Helen's death? Weiß ich nicht. Zum Zeitpunkt von Helens Tod hat er einen Mann gefoltert. Dieses Alibi kann ich schlecht ignorieren. Cedric hat mit Helen gutes Geld verdient. Ich bezweifle, dass er ein Motiv hatte, sie zu töten. Leider Subleiter könnte ihren Tod befohlen haben, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Ja, das stimmt aber. No motive. That's disappointing, because it's exactly the conclusion he'd want us to make. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Ich hätte dich ungern Ludwig so erlebt und es geht ihm gut. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. Es ist aber die Frage, wenn du bereit bist, die Frage zu beantworten, sprich mit dem Mr. Ludwig über das Penthouse-Terminal. Du bist zuversichtlich, alle Spuren. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich habe jetzt gerade den Kopf zerbrochen. Folgendes. Die Prophetin kann es ja gewesen sein, die hat sie nur bewusstlos gemacht. Der Co-Star, der Typ da, der hat sie nur leicht vergiftet, war aber im Grunde ja nicht tödlich. Ihren Ex-Freund hat sie im Grunde zu sehr geliebt und der Gangsterboss hat mehr von ihr gehabt, wenn sie lebt. Inspector? Ja, keine, ja. I've been waiting for this. Tell me, Inspector, who killed Halcyon Helm? Bottle Hombo, scheiß mir leid, die Prophetin, dein alter Freund, Cedric's Kinkan, der Mörder, ich glaube, er das erst war. Die anderen sind dicht. Es passt nicht, da. I beg your pardon. You think I killed Halcyon Helen? Ich bitte dich, ich wusste am Anfang, dass du schuldig bist. Ich habe Beweis, du hast Probert 3001 sabotiert, du hast versucht, deine Spuren zu verwischen. Ich habe alle anderen befragt, du bist der wahrscheinlichste Täter, ja. There's nothing to prove. I don't understand. Are you trying to make a mockery of justice, or are you really this incompetent? I expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver results, Inspector. And if you can't withstand the pressure, then I expect you to resign. We're done. Your services are no longer necessary. Ich habe Daten, die beweisen, dass du Bourbon programmiert hast, Helen zu töten. Du gehst aber ganz schön in die Defensive, Ludwig. So hast du etwas zu verbergen? Ja, logisch, Arschloch, weil ich den Mord gelöst habe. Du warst es. You what? Now wait just a minute. That data was acquired illegally. Ist doch egal. Ein Beweis ist ein Beweis. Pack aus, Ludwig, so. All right, fine. Let's do this your way. You say I programmed Burbage to fire on Helen. Why? Helen was critical to my operations on Eridanos. I have no reasonable motive. Wahrnehmung, diese Ermittlung ist dein Motiv. Du versuchst verzweifelt, jemanden diesen Mord anzuhängen. Ich habe gleich 3 für dich. Du bist verdächtig, du bist obsessiv, du bist ein Arschloch. I admit, I have been encouraging you to resolve this case as quickly as possible. Helen's death is a stain on our reputation. I don't want it becoming permanent. It wasn't enough that she smile for our cameras and kiss a bottle of Spectrum Brown. No, she had to know what was in it, how it was made, why it was made. Geisteshaltung. Du hast also die Nerven verloren, sie hat Fragen gestellt und du musstest sie zum Schweigen bringen. Ah ja. Of course I lost my nerve. Helen was going to ruin everything.
I don't see any point in continuing this charade. Yes, I killed Halcyon Helen. I confronted her in the grand ballroom. One blow to the back of the head. Burbage finished her off. No cameras, no witnesses, no spoiled actors threatening to undermine the future of Halcyon. Die Zukunft der Erzählens, was genau treibst du hier eigentlich? Außer dass du damit einen fetten Skandal aufgehalst hast und deswegen brauchst du mich. Oh, beim Gesetz, bitte sag mir, dass das nicht mit diesen Parasiten zusammenhängt. They are not parasites. These creatures are a gift. Oh God. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here right now. Ich bin gleich der Inspektor. Ich dachte, meine Dienste werden nicht mehr langweilig. Oh, das liegt mir jetzt an. Jemand versucht dich zu töten. Na puh, da will ich nicht stören. Nein, was du brauchst, ist eine weniger offensichtliche Falle. Für wie blöd hältst du mich? Ja, das stimmt allerdings auch. I appreciate your skepticism, Inspector, but this is not a trap. There's a security breach at my distillery. Damn it, someone's interfering with my transmission. Can you read the... Der kann alles stimmen. Okay, Leute, sollen wir ihm helfen, oder... Whoever the real killer is, I got a feeling they're going after Mr. Ludovico. We need to catch up to him. Fast. I guess, if we have to. Getting kind of tired of kicking my heels up in the penthouse all day. We should definitely go. As for helping him, maybe we take the wait-and-see approach? From the depths of Terra 2 to the heights of Eridanos, there's no mess that your SAM unit can't unstick, unclog, or unsully. Gut, Kinders! Wie ihr wollt. Wir gehen. Aha. Halt die Schnauze. Ja. Nehmen wir euch mal mit. Distillerie gehen. Mann. Echt. So. Hallo. Wie, ich muss laufen. Oh, stimmt, wir waren da noch gar nicht. What's wrong, friendo? Cat got your tongue? Du bist schon ein ziemlich toter Freund, Fräulein. I hope I didn't get blood on my clothes. Ja, du hast Sorge, du kannst froh sein, dass du noch lebst, du Fuddel. Au. Okay, soll ich vielleicht lassen. Komm mal mit, meine Kinder. Wir waren aber echt noch nicht drüber. Sollten wir mal hingehen. Wir waren hier echt noch nicht. Scheiße. Oh. Wir echt noch nicht? Nee, wir haben echt nicht. Gosh, it's actually kind of cheerful. Almost makes you forget they're probably hiding a terrible secret in there.
Willst nur ein Freund sein, ne? Okay. Na gut, wenn du meinst. I just wanna be your friend till the fucking end. I'm just only your friend. Da haben wir aber nichts. Achso, das müssen wir knacken. Gut. Wir waren hier echt nicht. Warum waren wir hier noch nie, Alter? Ich verstehe das nicht. Wow, you got that? Ja. Müssen wir dann auch im Anschluss inspizieren auf jeden Fall. Das steht fest.